Am Abgrund von Falk T. Puschmann. Weiterer Tag im Paradies. Die Welt vor dem Fenster ertrank im sauren Regen und ich im Selbstmitleid. Ein weiterer Tag im Paradies, an dem ich nach lauem Tagesgeschäft früh in den Feierabend übergegangen und mit einer Flasche Synthol auf der Besuchercouch meines Büroapartments versackt war. Und irgendwann hatte mich ein unruhiger Schlaf in eine andere Bewusstseinsebene gezogen. Ich träumte einmal mehr von diesen besseren Tagen, die gekommen und viel schneller wieder gegangen waren. In diesen alten Schwarz-Weiß-Schmonzetten sah das Leben eines Privatdetektivs deutlich spannender aus. Die Wahrheit hinter dem Beruf eines Suchassistenten, wie das heute neusprachlich und völlig unromantisch in der Welt X.0 genannt wurde, war gepflegte Langeweile von 10 bis 16 Uhr. Unterbrochen wurde die Eintönigkeit von gelegentlichen Personensuchanfragen oder dem Klassiker: mit Kameradrohne dem Freund, der Freundin, Ehepartnerin hinterher zu schnüffeln, um möglichst belastendes Material zu finden, um dem Partner die Möglichkeit zu geben, die Beziehung mit Schrecken enden zu lassen oder dazu eine passende Ausrede zu liefern. Ja, das Leben in der Gigapole Nova York war an Aufregung nicht zu überbieten. Und vom 36. Stock des Bell Tower hier im Lower Manhattan District wirkte das Leben auf der Straße draußen wie ein Ameisenhaufen, wo alles aufgeregt hin und her wuselt. Wie lange das noch so weitergehen würde, wusste ich nicht. Gelogen. Die letzten Kredite steckten in besagter Flasche Synthol bzw. der aktuellen Wochenmiete meines 10 Quadratmeter Palastes mit Schreibtisch, Couch, einem Schrank, einem Waschbecken und Spiegel. Aber immerhin einem Fenster. Und wie ich im selbstinduzierten Wachkoma da ins Leere starrte, blieb mein Blick an einem roten Punkt hängen. Was er tat? Er blinkte rot. Dann kam ich der Realität endlich wieder näher und kämpfte mich mühsam von der Couch in die Horizontale, schlurfte angestrengt zum Waschbecken und sorgte für etwas Erfrischung. Das kalte Nass brachte mich ins Leben zurück und weckte die alten Geister in den grauen Zellen. Ein Anrufer hatte eine Nachricht hinterlassen. Und das um diese Uhrzeit. Dann konnte das eigentlich nur ein dringender und hoffentlich lukrativer Notfall sein. Die Nummer des Vermieters hatte ich schon lange geblockt und die Anverwandtschaft scherte sich nicht. Beziehungsweise der Freundeskreis war schon lange ausgetrocknet. Immer wieder faszinierend, wie man in einer Gigapole mit Millionen von Einwohnern trotzdem der einsamste Mensch der Welt sein konnte. Sally, spiel die Nachricht bitte ab. Nachricht 1. Empfangen vor 46 Minuten und 35 Sekunden. Von Unbekannt. Na, das klang doch mal vielversprechend. Joe? Hallo? Komm schon, nimm ab, wenn du da bist. Hast du dein AB laut gestellt? Komm schon. Ich kannte die Stimme, auch wenn ich sie seit Jahren nicht gehört hatte. Na gut, hilft ja nichts. Okay, Joe, wenn du das hörst, ich brauche deine Hilfe. Ich weiß, unser letztes Treffen war nicht so berauschend. Er untertrieb. Er hatte mir eine verpasst. Verdient. Aber vergiss das mal. Hier geht's wirklich um alles. Und ich muss dich sofort treffen. Hörst du? Wenn dir unsere Freundschaft irgendwann mal was wert war, triff mich so schnell es geht im Bottom-Up-Loop am Battery Park. Ich werde so lange ich kann auf dich warten. Lass mich nicht hängen. Du bist der Einzige, dem ich vertrauen kann, okay? Los, mach dich auf. Wir sehen uns gleich. Ende der Nachricht. Die Stimme gehörte Frank Haberman, seines Zeichens hochdotierter Datenanalyst. Und die besagte Freundschaft lag nun etwa 7 Jahre zurück. Damals war er mein Partner und wir ermittelten gemeinsam vor allem im Finanzviertel. Richtig lukrative Ecke. Von diesen Aufträgen konnte ich dieser Tage nur träumen.
Und ja, ich hatte den Fausthieb in die Magengrube verdient. Ich hatte mich hinter seinem Rücken mit seiner Schwester eingelassen. Etwas, das ich ihm immer wieder versprechen musste, nicht zu tun. Gut, die Beziehung hielt genau einen Tag länger und das war nicht nur das Ende einer wunderbaren Freundschaft, sondern auch der Anfang meines Tanzes am Abgrund. Und er geht jeden Tag weiter, bis ich eines Tages den einen Schritt zu weit mache und er mich endgültig verschlingen würde. Frank hatte mir dann noch wüste Beleidigungen an den Kopf geworfen und geschworen, nie wieder ein Wort mit mir zu wechseln. Bis heute hatte er sich daran gehalten. Ich konnte also davon ausgehen, dass er es absolut ernst meinte. Sully, wie komme ich am schnellsten zum Battery Park? Mit dem Uber-Taxi in 10 Minuten, mit der Sub 25 Minuten, zu Fuß 50 Minuten. Was kostet der Spaß? Mit dem Uber-Taxi 50 Kredite, mit der Sub 10 Kredite, zu Fuß 0 Kredite. Ihr aktueller Kontostand beträgt 5 Kredite. Das reichte ja gerade mal für eine Club Cola. Na, dann reiche er mir den Regenschirm. Ich verstehe die Eingabe nicht. Vergiss es. Humorbremse. Der Regen war sauer und seit einem Reaktorunfall in Jerseyville leicht verstrahlt. Eine Dosis, die man noch relativ gut wegstecken konnte, wenn man es nicht übertrieb. Aber was tat man nicht alles für einen alten Freund und einen potenziellen Gehaltscheck? Trotz des Regens waren die Straßen voll. Sie waren in Nova York immer voll. Die Stadt schlief nicht. Das hatte sich in den letzten 100 Jahren nicht geändert. Und nach wie vor wurde die Skyline nachts von den bunten Reklametafeln in Regenbogenfarben gehüllt, die ihre Botschaften in die Welt schrien. Die einzige Chance, diesem permanenten Irrsinn zu entkommen, waren Augmentierungslinsen. Diese übermalten die Realität mit den Straßen, wie sie noch anno 2025 gewesen waren. Lange bevor die große Kommerzialisierung die Regierungen der Welt abgelöst und durch 7 Großkonzerne ersetzt hatte. Alles in allem war die Welt aber wohl schon immer ziemlich kaputt. Und ich froh, wenn ich wieder im Trockenen war. Regencape und Regenschirm schützten zwar etwas, aber es knabberte trotzdem an der Lebenserwartung. Immerhin gab es in der Stadt keinen Personenverkehr. Wer sein eigenes Hover-Taxi besaß, der schwebte weit über den Straßen außer Sicht und Hörweite. Und alle anderen nutzten ihre Füße oder die Sub, die aber auch meistens überlaufen und je nach Lebenssituation auch zu kostspielig war. Dann erreichte ich den Battery Park, eine der historischen Orte von Nova York, die man in ihrem ursprünglichen Zustand belassen hatte. Um die kleine Parkanlage zu schützen, hatte man eine Plexiglaskuppel darüber gestülpt. Entsprechend voller war es dort. Der Club, in dem ich Frank treffen sollte, war in einer der kleinen Hintergassen. So belebt die Hauptstraßen waren, so verlassen waren die kleinen Nebenstraßen. Hier empfahl es sich, einen Strahler zu besitzen. Meinen hatte noch der Pfandleiher von nebenan. Aber ich hatte wohl Glück, denn hier war niemand. Und ich hatte nicht vor, mich länger hier aufzuhalten. Es war jetzt schon knapp nach Mitternacht und die Gesellschaft war mit Sicherheit bunt. Der Club war in einem der Kellergeschosse. Eine kurze Treppe führte zum Eingang, die nicht bewacht war. Dieser Tage ein seltener Anblick, dass es keinen Türsteher gab. Als ich den Club betrat, wusste ich auch warum. Der Club war bis auf den Barkeeper leer, bis auf den letzten Platz. Ich fluchte. Anscheinend hatte ich Frank verpasst. Er hatte wohl keine 1,5 Stunden auf mich warten wollen. Hey, wir haben geschlossen, Mann! Der Mann hinterm Tresen warf mir einen finsteren Blick zu. Ich bin verabredet und nur etwas spät dran. War hier vorhin ein Mit-30er, dunkle Haare, vielleicht einen Bart. Grübchen, sehr offensichtlich. Haben Sie den gesehen? Nee, Mann. Oder bin ich vielleicht ein Auskunftsbüro? Wie wär's? 3 Kredite. Bessert das Ihr Gedächtnis auf? Nee. Mann, was denkst denn du hier? Unter 8 trägt sich da gar nichts. Okay, du bekommst 5. Mein letztes Angebot. Meine letzten Kredite. Na, lass mal rüberwachsen. Meine Cashcard war damit leer. Hurra! Ich glaube, ich habe den vorhin gesehen. Ist vor einer halben Stunde raus, als ich den Laden geschlossen habe. Und? Und was? Ich habe ihn gesehen, oder? Reicht doch. Hat er etwas gesagt? Oder ist dir sonst noch was aufgefallen?
Wirkte nervös, sah sich viel um. Und das war heute eher ein ruhiger Abend. Na gut. Wo hat er gesessen? Hier in der Bar hat er vor zweimal da drüben am Automaten telefoniert. Danke. Resignierte ich und besah mir Tresen und den Fotomaten in der Ecke. Es gab kaum noch öffentliche Telefone, wohl nur noch in Clubs wie diesem, der aus der Zeit gefallen schien. Zu seinen Glanzzeiten war der Schuppen wohl ein Table-Dance-Laden gewesen. Dem Zustand des Mobiliars zufolge war das sicher ein paar Jahre her. Ich sah mich trotz Widerwillen des Barkeepers noch etwas um, fand aber außer einem Zettel mit einer handgeschriebenen Notiz nichts. Ob die von Frank stammte? Keine Ahnung. Waren wohl nur ein paar Zahlen drauf. Was immer das war, ich steckte es trotzdem ein. Ein Teil Müll mehr in meiner Bude würde den Kohl auch nicht mehr fett machen. Ich verabschiedete mich und bekam noch eine Schimpftirade hinterher und sah mich noch etwas in der Gasse um. Der Regen hatte zum Glück aufgehört, aber wenn es die überhaupt gegeben hatte, alle möglichen Spuren weggewaschen. War ein teurer, sinnloser Spaziergang gewesen. Ich beschloss es erstmal sein zu lassen, verfluchte meine knappe Barschaft und machte mich auf den langen Rückweg. Ich dachte noch etwas über Frank nach und wie seine Karriere nach dem Ende unserer Partnerschaft den Nachbrenner eingelegt hatte. Ja, da schwang etwas Eifersucht, mit einem Quäntchen Bedauern und einem Spritzer Selbstmitleid mit. Er hatte es richtig gemacht, war aufgestiegen und hatte bei der Egbert Corporation einen höheren Abteilungsleiterposten ergattert. Naja, hart erarbeitet, so fair musste ich sein. Ich hätte nicht gedacht, nochmal von ihm zu hören. Hoffentlich meldete er sich nochmal. Zurück in meinem Luxusapartment hing ich meinen Mantel zum Trocknen auf und ließ mich erneut auf die Couch fallen. War jetzt knapp 3 Uhr. Würde morgen einfach ausschlafen. Wie immer eigentlich. Diesmal brauchte es kein Synthol, damit ich ins Land der Träume glitt. Und doch empfing mich diesmal ein großes Nichts, bis ich im nächsten Moment hochgerissen wurde und 2 Polizisten mich festhielten. Joseph Ford? Ja? Wir verhaften Sie wegen des Mordes an Frank Haberman. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie jetzt sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Wenn Sie sich keinen leisten können, wird Ihnen einer vom Gericht... Scheiße. Wenn man die Stadt Nova York mit einem Ameisenhaufen vergleichen wollte, müsste man das Präsidium Nova Metro South als pures und unverfälschtes Moloch des Wahnsinns und der Anarchie bezeichnen. Und das 48 von 24 Stunden lang. Mindestens. Es musste zum Konzept gehören, die Kundschaft in den Wahnsinn zu treiben oder zumindest einzuschüchtern, um sie auf den wahren Pfad der Tugend zurückzuführen. Und bei mir versuchten sie es auch. Seitdem sie mich vor gefühlten Stunden eingesackt hatten, war ich fotografiert, statistisch und kriminaltechnisch erfasst, protokolliert und mehrfach abgetastet worden. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn ich jetzt im Dunkeln leuchten würde. Und jetzt ließ man mich schmoren. Kein Frühstück, kein Kaffee und keine weiteren Erklärungen. Das musste alles ein schlechter Witz sein. Frank konnte nicht tot sein. Der war zäh für 10, auch wenn man es ihm nicht ansah. Als wir noch Partner gewesen waren, war Frank vor allem die Muskeln, die physische Präsenz. Und ich war das Gehirn mit der silbernen Zunge. So hatte es sich zumindest für mich angefühlt. Und jetzt sollte Frank Haberman tot sein? Das konnte und wollte ich nicht glauben. Dieses bohrende Gefühl in der Magengrube, dass ich vielleicht etwas hätte tun können und nichts getan hatte. Joseph Ford? Mein Freund, der Kommissar, der mich mitten in der Nacht mit seinem Pfadfindertrupp von meiner Couch gezogen hatte. Verraten Sie mir jetzt endlich, warum Sie mich mitten in der Nacht auf die Wache geschleppt haben? Angriff ist die beste Verteidigung. Sie sind nicht in der Position, Fragen zu stellen. Antworten Sie lieber. Woher kannten Sie Frank Haberman? Warum haben Sie sich gestern getroffen und warum haben Sie ihn kaltblütig erschossen
und auf den Müll entsorgt. Druckbetankung. Das waren einige längst überfällige Fakten, die aber noch immer kein ganzes Bild ergeben wollten. Frank hatte mich treffen wollen. Dazu war es aber nicht mehr gekommen. Und das mit dem Erschießen? Wollen Sie sich nicht mal vorstellen, bevor Sie den Grillmeister spielen? Fangen wir doch mit ein paar Höflichkeiten an. Ich bin Joseph Bartholomeus Ford, geboren 2042 in East Heights. Mit wem habe ich das Vergnügen? Ein Komiker. Na, von mir aus. Commissioner Patrick Oberman. Ich bin von der Zentrale auf den Fall angesetzt worden. Und abgesehen davon, dass wir Sie nicht mit der Waffe in der Hand erwischt haben, sprechen alle Indizien gegen Sie. Ich bemühte mich um einen durchdringenden Blick, scheiterte aber am mangelnden Koffein. Durchatmen, die Situation kontrollieren und die letzten fehlenden Puzzlestücke aus dem guten Commissioner rausbekommen. Vielen Dank. Also, um Ihre Fragen zu beantworten. Frank und ich waren früher Freunde und Partner. Die Haberford-Agentur sollte aktenkundig sein. Wir haben uns aber seit Jahren nicht gesprochen, bis Frank mich an dem Abend anrief und in eine Bar am Battery Park einlud. Er wirkte nervös. Dort habe ich ihn aber nicht mehr angetroffen. Zu Hause legte ich mich hin und, naja, dann kam das Wegkommando. Verscheißern Sie mich nicht! Das hier kann ganz anders weitergehen. Und glauben Sie mir, den Pfad wollen Sie nicht gehen. Ich habe ihn nicht umgebracht. Er war mein Freund. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber ich habe kein Motiv. Es war Ihr Strahler. Wir haben ihn in der Gasse gefunden, mit Ihren Fingerabdrücken. Mein Strahler war beim Pfandleiher. Einen Beleg kann ich Ihnen besorgen. Wann soll ich ihn denn erschossen haben? Wir haben uns verpasst. Das kann der Barkeeper des Bottom-Up-Clubs bestätigen. Belege lassen sich fälschen. Und wer weiß schon, was Sie getan haben, um einen Barkeeper dazu zu bringen, Ihnen ein falsches Alibi zu geben. Und wo war der Tatort? Ich war im besten Fall noch unterwegs, zu Fuß. Ich mag die frische Luft. Na, da haben wir sogar schon ein Motiv. Sie brauchten Geld. Sie haben ihn angepumpt, aber er hat sie abblitzen lassen. Es kam zum Streit. Sie griffen den Strahler und zack! Cashback und PDA fehlten. Die teure Uhr und restliche Wertsachen waren noch da. Das spricht gegen einen Überfall. Und wenn ich Sie richtig verstehe, waren Sie angeblich zu Fuß unterwegs, was kein besonders gutes Alibi in einer Stadt wie Nova York ist. Wann soll das alles gewesen sein? Kurz vor 23 Uhr. Zeit für das Ass im Ärmel. Sally, kannst du dem guten Commissioner bitte meine genauen GPS-Koordinaten zukommen lassen? Beziehungsweise vielleicht gleich die Koordinaten des gesamten Abends? In Arbeit. Was ist das? Sie sollten ja kein Handy oder PDA haben. Eine Fußfessel? Per E-Mail verschickt. Sally, stell dich dem Mann bitte vor. Ich bin eine Egbert Security L2, Positionsbarke der 3. Generation. Meine Lebensversicherung, Commissioner Overman. Als Privatdetektiv kann ich in brenzliche Situationen kommen und dann muss ich schnell genaue Positionsinformationen haben und schnell auch Hilfe oder Verstärkung anfordern können. Das perfekte Alibi. Sie können das gerne überprüfen. Die Barke kann nicht ohne weiteres entfernt oder manipuliert werden. Das ist Militärtechnologie. Ja, verdammt. Wieso nennen Sie Ihre Fußfessel Sally? Nennen Sie es Nostalgie. Aber das geht wiederum Sie nichts an. Eine schmerzhafte Erinnerung, die ich lieber für mich behielt. Sally, die Fußfessel, hatte mich aber schon häufiger aus brenzlichen Situationen retten können. Wenn ich in meiner Zeit als Privatdetektiv eines gelernt hatte, dann dass Sally meine beste Lebensversicherung war. Und ja, sie ersparte mir auch ständig ein anderes Smart Device mit mir herumzutragen, da sich Sally automatisch mit jedem in Reichweite befindlichen Lautsprecher koppeln konnte. Also gut, Sie haben ein Alibi. Aber das mit dem Pfandleiher müssen wir erst bestätigen. Dann sind wir wieder ganz am Anfang. Ich bin privater Ermittler und kann gegen einen kleinen Obolus meine Dienste... Sie haben schon genug angerichtet. Das ist eine Sache der Polizei. Ich will Ihren Hintern nicht auch nur in der Nähe dieses Falles sehen. Kapische? Gut. Es dauerte eine knappe Stunde, aber dann war ich entlastet und wieder frei. Memo an mich selbst. Die Idee mit dem Strahler beim Pfandleiher war eine lausige. War aber ein möglicher Hinweis, den ich später verfolgen konnte. Schließlich hatte irgendjemand mich gezielt als Sündenbock missbrauchen wollen. Es war jetzt 12 Uhr mittags. Nun, als ich zurück auf den Straßen von Nova York war.
Während mein Magen ein leichtes Grummeln verspürte und mein Kreislauf den ersten Schuss Koffein des Tages forderte, schmerzte mich die Erkenntnis, ich war pleite und brauchte dringend Geld. Es war Montagmittag. Bis Freitag galt es, 200 Kredite für die nächste Wochenmiete beizubringen. Dazu im besten Fall nochmal 200 Kredite für einen gebrauchten Strahler. Denn wer mich bisher gern hinter Gittern gesehen hätte, der würde mich vielleicht jetzt lieber unter der Erde sehen. Ein neuer Auftrag wäre wirklich hilfreich. Frank konnte mir seinen nicht mehr geben. Und auch die Polizei, Überraschung, natürlich nicht. Bliebe noch Franks Familie. Okay, seiner Schwester sollte ich besser aus dem Weg gehen. Was aus ihr wohl geworden war? Besser nicht darüber nachdenken. Und besser vermeiden. Da in Nova York alles schnell gehen musste, wusste ich, wo ich seine Frau wohl am besten abpassen konnte. Sully, wann findet die Abschiedszeremonie für Frank Haberman statt? Da anno 2056 alle Friedhöfe weichen mussten, verbrannte man die Leichen spätestens 24 Stunden nach ihrem Tod im jeweiligen Bezirkskrematorium. Im Falle eines Beamten sogar mit einer kleinen Zeremonie. Das war wohl Teil des Vergünstigungsmodells. Um 13:30 Uhr in der Nova Plaza der Bezirkszentrale. Zu Fuß etwa eine Stunde. Na, wenn das keine guten Nachrichten sind, dann mal los. Bitte der 4th Avenue für 30 Minuten folgen. Sally war Dann eine rechts ab in Perle, 28th Street. wenn auch eine dornige. Eine gute Stunde später kämpfte ich mich durch die Reihen derer, die zu dieser Tageszeit in die Nova Plaza drängten, dem größten Kommerzpalast des Bezirks. So kam ich am Ende genau 5 Minuten vor Beginn der Zeremonie an. Ich hatte Maureen Haberman nie persönlich getroffen. Er hatte sie wohl im letzten Jahr unserer Partnerschaft kennen und lieben gelernt. Es hieß schnell und taktisch vorgehen. Mir den Auftrag und am besten einen Vorschuss von der trauernden Witwe abholen, verschwinden, für den Fall, dass Franks Schwester auch da war, und dann auf den Weg nach Hause machen. Ein soweit guter Plan, mit obligatorischen Unsicherheiten und Lücken. Aber einmal konnte das Glück auch mir mal Holz sein. Sally, schalte dich bitte ab. So, jetzt aber. Ich zog meinen Trenchcoat gerade und hoffte, nicht zu viel vom Knastaroma mitgenommen zu haben. Dann stand ich vor ihr. Maureen, mein Joseph herzlichstes... Ford, du hast vielleicht Nerven, hier aufzukreuzen. Was willst du? Geld? wollte mein Beileid ausdrücken. Er war trotz all dem ein guter Freund. Und er hatte mich gestern Abend noch angerufen und... Das interessiert mich nicht. Unterbrach sie mich rüde. Du hast hier nichts verloren. Verschwinde! In dem Moment trat eine Blondine neben ihr aus der Gruppe der Versammelten. Maureen, ich übernehme das. Gestatten, Sally Haberman. Mitmister. Was denkst du, hier einfach aufzutauchen? Sie zog mich zur Seite in einen Nebeneingang. Sally, Frank rief mich gestern an, bat mich um Hilfe. Er steckte wohl in Problemen und wollte mich treffen. Zu dem Treffen kam es aber nicht mehr und dann... Joe, Frank war ein Beamter, ein Schreibtischtäter. Wer sollte ihm etwas wollen? Genau darum geht es. Lassen wir mal das Persönliche aus dem Spiel. Irgendwas hat ihm genug Angst gemacht, dass er glaubte, nur ich könne ihm helfen. Beziehungsweise er nur mir es anvertrauen. Ich muss das klären. Und möchte dafür euren Segen. Komm schon, Joe. Du bist nicht die Heilsarmee. Warst du nie. Was willst du? Geld? Ist es das? Sie sah mich durchdringend an. Und für einen Moment setzte mein Herz einen Schlag aus. Volle Transparenz. Ja, ich möchte, dass ihr mich mit dem Fall beauftragt. Und ja, ich habe keine Kredite mehr. Ich sitze Ende der Woche auf der Straße, aber ich bin eure beste Chance, die Wahrheit herauszufinden. Du bist unmöglich. Dein ehemals bester Freund ist tot und du bettelst auf seiner Trauerfeier um Almosen? Und das in diesem Aufzug? Du stinkst wie... Erstens habe ich keine Wahrheit. Ich will es gar nicht wissen. Aber zweitens bin ich es ihm schuldig. Für alles. Und drittens, die Polizei gehört der Egbert Incorporation. Von der würde ich keine Hilfe erwarten. Eine Pause, in der ich förmlich spürte, wie Sally überlegte, mich entweder aus dem Fenster zu werfen oder zusammenzuschreien. Beides konnte sie. Beides würde keinem von uns helfen. Okay, wie viel brauchst du? 100 Kredite am Tag. Und wenn ich 400 Vorschuss bekommen könnte... Unfassbar. Und ich bin gut im Rumschnüffeln.
Ich krieg das raus. Bis spätestens Ende der Woche. Ich brauch nur... Okay, sollst du haben. Aber du lässt uns da sonst raus. Maureen und mich, verstanden? Und mehr als 500 sind nicht drin. Du bist die Beste. Verschwinde, bevor ich mich vergesse und dich irgendwo runterschmeiße. Verstanden, danke. Sie verschwand in der Menge und ich blieb mit flauem Gefühl im Magen und weichen Knien zurück. Dafür war aber keine Zeit. Sally hatte mir die Mittel gegeben, jetzt musste ich mit den Nachforschungen beginnen. Es hieß jetzt schnell zurück nach Hause kommen, aber das würde sicher noch 1 Stunde Zeit kosten. Half natürlich nichts. So drängelte ich mich zurück durch die Menge in Richtung Straße, bis ich einen schwarzen Haarschopf sah, mich jemand anrempelte und ich einen Stich im Hals spürte. Passen Sie doch auf! Ich will... Und dann wurden die Knie endgültig zu Wackelpudding und ich verlor das Bewusstsein, während der Strom an Menschen mich weiter in eine tiefe Dunkelheit zog. Hey, Sie! Alles in... Schwarzblende. Es stank erbärmlich und mein Kopf wollte nicht aufhören, sich zu drehen. Ein Dröhnen auf den Ohren, als wäre das jüngste Gericht über mich gekommen. Ich kämpfte die Augen auf und wurde von absoluter Finsternis und einem mächtigen Röhren empfangen. Heute einen schlechten Tag zu nennen, kam der Untertreibung des Jahrtausends nah. Wer immer mich hier reingesteckt hatte, hatte nichts Gutes im Sinn. Sally, kannst du mich hören? Und bewegen konnte ich mich kein Stück, als wäre mein Körper unter Unmengen von Unrat verkeilt. Sally! Ich hatte den Sprachassistenten abgeschaltet, bevor ich auf die Verabschiedung von Frank gegangen war. Wie dumm konnte man sein? Ich wusste ja vorher schon, da würde mich jemand sicher bald unter die Erde bringen wollen, aber damit, dass es so schnell gehen würde, hatte ich einfach nicht gerechnet. Sally würde mir dieses Mal wohl nicht den Hintern retten können. Dem Geruch nach hatte man mich einfach betäubt und auf den Müll geworfen. War wohl zu auffällig, mich mit einer Kugel oder einem Laserloch auf der Stirn in einer Gasse zurückzulassen. Die Verbindung zu Franks Ermordung wäre wohl zu offensichtlich. Und wenn ich nun einfach verschwand, konnte mein guter Freund, der Commissioner, sicher zu seiner Lieblingstheorie Joseph Ford tötet seinen ehemals besten Freund und türmt dann aus der Stadt, zurückkehren. War viel einfacher und sauberer, als sich eine neue Story aus den Fingern saugen zu müssen. Wenn ich recht hatte, war ich in einem dieser gigantischen Mülltransporter auf dem Weg in die Außenzone, wo Transporter ihre Ladung direkt über den Schmelzöfen abwarfen und mich damit zu einem gelösten Problem machen würden. Ich versuchte erneut, die Arme frei zu bekommen, aber das wollte einfach nicht klappen. Nichts tun konnte ich aber auch schlecht. Wer wusste schon, ob sich der Transport schon auf der Zielgeraden und ich einem heißen Bad entgegensah? Hatte Sally irgendeine Notfallfunktion oder musste mich ein Klischee in Form einer Deus Ex Machina retten, wie in einem dieser lausigen, unsäglichen Groschenromane? Andererseits, hey, ich konnte ja auch endlich einmal Glück haben. Ich hatte meine letzten Kredite versoffen, mein ehemals bester Kumpel war Geschichte, ich für seinen Mord verhaftet, dann war ich bei meiner Ex unter die Reifen gekommen und zum krönenden Abschluss wäre ich verbrannt worden. Und am Ende würde ich nicht mal eines dieser lausigen T-Shirts mit eben diesem Spruch darauf bekommen. Vielleicht war heute kein besonders guter Tag zum Sterben. Ich bot nochmal all meine Kraft auf und stemmte mich gegen die Gewichte, die mich eingekeilt hielten. Da merkte ich, wie der Stapel über mir leicht in Bewegung. Noch ein Stück, noch ein winziges, kleines. Ein Knacken verriet mir nichts Gutes. Ich musste jetzt schnell sein. Im nächsten Moment kam alles über mir zum Rutschen.
Für einen Augenblick war der Arm frei und ich schaffte es gerade noch so, mich an einem abstehenden Metallteil ein Stück nach oben zu ziehen, sodass mein Oberkörper frei kam. Mühsam kämpfte ich mich zu meinem Bein und reaktivierte Sally. Sally! Aufwachen, Notfallprotokoll ausführen! Sally! Keine Reaktion. Ich versuchte mich weiter nach oben zu ziehen. Schließlich hatte ich es geschafft und keine Minute zu früh. Das Röhren wurde intensiver, als der Hovertransporter über dem Ziel zu schweben schien. Ich hielt mich krampfhaft an einer Strebe an der Decke fest, während unter mir alles abstürzte und in einer großen Feuergrube versank. Sally, verdammt, wach auf! Eines der vielen Male, an denen ich verfluchte, das Fitness-Abo gekündigt zu haben und zum Couchsurfer mutiert zu sein. Die Kräfte in meinen Armen verließen mich zusehends. In Panik kniff ich die Augen zu. Sekunden fühlten sich wie Stunden an, als mein Griff sich lockerte. Ich fiel. Und ich schlug hart auf den Boden des Transporters auf, der inzwischen die Ladeluke wieder geschlossen hatte und sich langsam wieder auf den Weg zurück in die Stadt machte. System ist hochgefahren. Das letzte Update konnte nicht installiert und musste zurückgesetzt werden. Das letzte Update? Wir müssen dringend über deine Systemprioritäten sprechen. Updates sind wichtig und erhöhen die Lebensdauer des Systems. Na, vielen Dank auch. Du warst eben keine besonders große Hilfe. Siehst du wenigstens, wo wir genau sind? Suche. Saratoga Springs. Nördliches Territorium. Ideen, wie wir wieder nach Hause kommen? Warten. Strecke zurück ins Zentralcluster 6 Stunden. Schnellste Route. Genau die Art von Spaß, die mir heute noch gefehlt hat. Warten war nicht meins. War es nie gewesen. Und hier in diesem stinkenden Container noch weitere 6 Stunden zuzubringen, um dann hoffentlich nicht wieder die nächste Ladung Müll auf den Kopf zu bekommen, war genau das Quäntchen, das mir heute noch gefehlt hatte. Am Ende erwies sich Sally zumindest jetzt als hilfreich. Und so sehnte ich mich vielleicht 8 Stunden später nach einer Dusche. Mein Apartment hatte wie viele im Jahre des Herrn 2074 nur noch Waschbecken. Allerdings gab es pro Stockwerk eine Gemeinschaftsdusche und eine Waschstation, die innerhalb von 15 Minuten die Wäsche mit Ultraschall blitzblank bekommen konnte. Und beides, Dusche und Wäsche, zum Kombipreis von nur 15 Krediten. War allerdings gemessen an meinem Körpergeruch nach dem neuesten Abenteuer eine wirklich gute Investition, selbst wenn ich davon ausging, erstmal nicht mehr Sally Haberman gegenüberzustehen. Die Gute hatte aber Wort gehalten und mir 500 Kredite überwiesen. Das Treffen war auch besser verlaufen, als ich zu hoffen gewagt hatte. Allerdings sollte ich sie wirklich erst wieder kontaktieren, wenn ich den Fall gelöst hatte. Zurück im Apartment wollte ich mich direkt auf meine Couch werfen, um den fehlenden Schlaf der letzten Nacht nachzuholen, als mein Blick an einem mir allzu bekannten roten Licht hängen blieb. Ein Anruf? Sally, spiel doch bitte die neue Nachricht ab. Konnte ja was Wichtiges dabei sein. Nachricht 1. Empfangen vorgestern um 23:05 Uhr und 17 Sekunden von Unbekannt. Joe, wo bist du? Die Stimme von Frank Habermans Geist klagte mich an. Und ich hatte ihm nicht helfen können. Noch nicht zumindest. Okay, ich hoffe, du schläfst nur deinen Suff aus. Ich kann nicht weiter warten. Du findest mich an unserem alten Treffpunkt. Seine Stimme klang gebrochen, war in Todesangst. Nur für alle Fälle, finde Doolittle. Frag ihn nach Darkstar. Hörst du? Mehr? Die Leitung. Du weißt schon. Eine Reihe von Hinweisen, denen ich nachgehen musste. Aber dann... Entschuldigung, haben Sie Feuer? Tut mir leid, ich Die Stimme. brauche... Wo hatte ich diese Frauenstimme schon einmal gehört? Ende der Nachricht 1. Moment mal. Kannst du den letzten Teil nochmal spielen? Doch Sally hatte beschlossen, mich zu ignorieren. Nachricht 2. Empfangen heute vor 10 Stunden, 23 Minuten und 11 Sekunden von Unbekannt. Eine zweite Nachricht. Mr. Joseph Ford? Johnston, mein Name. Ich habe gehört, Sie ermitteln den Fall Frank Haberman. Ich habe das von seiner Witwe gehört. Es tut mir sehr leid. Ich glaube, er war Ihr Freund, richtig? Ich arbeite für die Egbert Incorporation und ich war Frank Habermans Supervisor.
Wir hier bei Egbert sind bestürzt von den Ereignissen. Natürlich. Und möchten Ihnen jegliche Unterstützung anbieten. Vielleicht machen Sie einfach mit meiner Assistentin Lydia einen Termin aus. Wie wär's? Oder Ihre KI tauscht Daten mit meiner aus. Na, wie das heute halt so geht. In jedem Fall würde ich mich immens freuen, wenn wir uns treffen könnten. Frank war auch mein Freund. Und nichts ist mir wichtiger, als allen Betroffenen mein Mitgefühl auszusprechen. Okay. Damit hatte ich nicht gerechnet. Oder hätte ich damit rechnen sollen? Die Egbert Incorporation konnte kein Interesse an meinen Ermittlungen haben. Ob sie hofften, mehr über meinen Wissensstand herauszubekommen? Ja, ich merke, Sie sind sicher noch unterwegs. Dann verbleiben wir doch einfach so. Die Einladung steht. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich bei mir melden. Einen schönen Tag noch. Ende der Nachricht 2. Geleckt und gebügelt, der feine Herr. Ich wollte noch nicht so ganz glauben, dass dieser Mr. Johnston wirklich Franks Freund gewesen war. Frank hatte sich aus der High Society nie besonders viel gemacht. Die Partys hatte er mir überlassen. Es lag in meiner Aufgabe, meinen Charme bei potenziellen Auftraggebern und vor allem Geberinnen spielen zu lassen und die Jobs an Land zu ziehen. Ich hatte in dieser Zeit eine Menge im Nachhinein fragwürdiger und möglicherweise auch dummer Entscheidungen getroffen. Einiges würde ich davon heute gern ungeschehen machen. Von daher hätte es mich gewundert, wenn Frank sich jetzt in diesen Kreisen bewegt hätte. Vielleicht wegen Maureen? Am Ende hatte ich Frank vielleicht doch nicht so gut gekannt. Aber dann waren noch seine Hinweise Doolittle und Darkstar. Darüber musste ich nachdenken. Diese Begriffe sagten mir was. Aber woher? Sally, kannst du bitte die letzten 10 Sekunden der ersten Nachricht nochmal abspielen? Einen Moment. Die Leitung... Du weißt schon. Haben Sie Feuer? Tut mir leid, ich rauche... Alles gut, nicht schwer. Verdammt. Ende der Nachricht Entweder 1. hatte mich der Barkeeper angelogen, Frank war doch nicht alleine in der Bar gewesen. Sally, wie spät haben wir es? 18:45 Uhr. Ich war zwar todmüde, aber das konnte nicht warten. Ich beschloss, dem Barkeeper im Bottom-Ups Club noch einmal einen Besuch abzustatten. Auf dem Weg dahin, und das war nicht verhandelbar, musste ich mir aber einen Strahler besorgen. Sollte ich 50 Kredite in ein Hover-Taxi und meine Sicherheit investieren? Ich entschied mich dagegen und hoffte, dass mein Killer nicht meine Wohnung beobachten würde und weiterhin davon ausging, dass sein Plan, mich unter die Erde zu bringen, aufgegangen war. Die Straßen waren weiterhin voll und schon wieder regnete es. Déjà-vu. Mit dem Umweg war ich eine Stunde später wieder am Club. Diesmal mit Strahler im Holster. Doch zurück in der Gasse am Eingang der Bar erwartete mich eine wüste Orgie des Chaos. Und ich traf einen alten Bekannten. Was? Schon wieder? War ich nicht deutlich? Diese Party habe ich dann wohl verpasst. Verdammt. Hey, wir haben geschlossen. Ach, sieh das. Also, ich hab nichts gesagt. Weder diesen Trenchcoat-Typen noch den Kopf. Ehrlich. Ich weiß. Oh. Warum? Wir wollen doch, dass Sie genau da bleiben, wo Sie hingehören. Danke für Ihre Dienste. Leben Sie wohl.
hier nichts zu sehen. Das war ein Unfall, klar? Hover-Taxis fallen nicht vom Himmel in Bars, die möglicherweise Tatorte von Verbrechen waren. Sowas passiert nicht einfach so. Verpissen Sie sich. Das ist das, was passiert ist und was in meinem Bericht stehen wird. Fall gelöst, Akte geschlossen, danke. Und jetzt Abflug, Kapische? Jedes weitere Wort war definitiv eines zu viel. Der Commissioner hatte absolut kein Interesse daran, auch nur eine seiner verbliebenen Gehirnzellen anzustrengen und 1 und 1 zusammenzuzählen. Man hatte den Barkeeper zum Schweigen gebracht und ich würde mich sehr wundern, wenn nicht irgendein anderer, völlig zufälliger Unfall die Spuren beim Pfandleiher zerstört hatte. Ich hatte definitiv die Schnauze voll. Wie hieß dieser geleckte Anzugmensch von meinem AB nochmal? Johnston. Ich hatte eine offizielle Einladung bekommen. Zeit für eine Stippvisite. Sally, hast du eine Adresse für diesen Mr. Johnston von der Egbert Incorporation? Irgendwas Privates, wo ich ihn um diese Uhrzeit sicher antreffen könnte? Ich verstehe die Eingabe nicht. Es war jetzt knapp 22 Uhr. Vielleicht sollte ich doch noch meinen offiziellen Antrittsbesuch bei Egbert Incorporation selbst starten. Ankündigen brauchte ich mich nicht. Bei der aktuellen Gefahrenlage blieb ich lieber so unberechenbar wie möglich. Es war wohl Zeit für die Sub. Die Metropolitan Subway war ein Moloch. Für mich neben dem Preis der Hauptgrund, ein Fußgänger in New York zu sein. Hier wurde gedrängelt, geschubst, geklaut und das im Sekundentakt. Der Herzschlag einer Milliarden-Gigapole. Zumindest fühlte ich mich mit dem Strahler im Holster vermeintlich etwas sicherer. Und sollte ich doch einen unsichtbaren Schatten haben, der auf den richtigen Moment für ein Attentat wartete, so würde er es nicht leicht haben, mir in dem Gewusel in den Tunneln und Zügen zu folgen. Der nächste Zugang war auch nahe des Battery Park. Die Station der Red Line hieß South Ferry, weil von hier aus früher Fähren Richtung Liberty, Alice und Staten Island abgefahren waren, bevor die Inseln Opfer der Gezeiten wurden. Übrig waren noch die Namen und das Gedränge. Ich löste eine Fahrt, quetschte mich in eine Tube-Kabine und hielt die Luft an. Der penetrante Geruch nach Schweiß und Dreck war ansonsten kaum zu ertragen. Immerhin, die Fahrt in der Vakuumröhre war schnell und nach nur 25 Minuten wurde ich in einen Schwall an Personen beim Columbus Circus aus der Station gedrückt. Sehr gut, das Odeur hätte ich keinen Moment länger ausgehalten. Von hier aus waren es nur wenige Schritte zum Egbert Tower, von dem aus die Reichen und Privilegierten einen exzellenten und unbezahlbaren Blick über den Central Park, die letzte verbliebene Parkfläche im öffentlich zugänglichen Stadtgebiet hatten. Die Zukunft für uns alle. Dafür stehen wir ein. Also sei auch du ein. Schon von weitem strahlte das Hologramm des Konzerngründers Avery Egbert über dem Gebäude. Der Mann war ein Mythos, ein Selfmade-Billionär, der schon als Kind mit Büchern in der Garage seiner Eltern gehandelt und den wohl einflussreichsten Konzern der großen Sieben hochgezogen hatte. Heute verwaltete die Egbert Incorporation die Gigapole und den gesamten Nordwesten und war gleichzeitig Produzent und Vertrieb der meisten Convenience-Produkte. Es führte also kein Weg an Egbert vorbei. Nach außen hin war der Konzernchef selbst schon immer ein großzügiger Philanthrop, der aber mit Sicherheit mehr Leichen im Keller als New York Ratten in den Katakomben unter der Stadt hatte. Ihn würde ich in Person aber heute sicher nicht zu Gesicht bekommen. Der inzwischen Mitte 60er machte sich rar, schwebte wahrscheinlich schon in irgendwelchen Sphären, gerüchteweise auf einer Raumstation in einer stationären Erdumlaufbahn. Was Reiche heute ebenso taten, wenn sie den Bezug zur realen Welt hinter sich gelassen hatten. Jetzt war ich auf diesen Johnston gespannt. Schließlich wollte er mir persönlich sein Beileid aussprechen. Aber vorher musste ich mir Zugang verschaffen. Erstmal offiziell über die Vordertür. Vielleicht konnte man mir hier den Kontakt zu Mr. Johnston vermitteln. Das war aber überhaupt nicht nötig, denn er war da. Und so leitete mich eine menschliche Assistentin in den 68. Stock. Und da war er. Und in keinster Weise überrascht, dass es mich noch gab. Mr. Ford, ich hatte ein wenig befürchtet, wir würden uns heute nicht mehr treffen.
Aber schön, dass Sie es haben einrichten können. Der Manager saß genauso geschniegelt und gebügelt wie eine Spinne im Netz. War ich die Beute? Sein Büro war 3-mal so groß wie mein eigenes. Er selbst wirkte bis zur Schuhsohle seiner Designergarderobe so selbstsicher wie ein Ziegelstein durch eine Fensterscheibe, mit kurzem graumeliertem Haar, mit Koteletten direkt aus dem letzten Jahrhundert. Danke, Amber. Sie können sich zurückziehen. Wir kommen jetzt klar. Nehmen Sie doch Platz, Mr. Ford. Ich fürchte, wir haben einiges zu besprechen. Er hatte mir kurz die Hand gereicht und dann auf einen bequemen Sessel ihm gegenüber verwiesen. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich würde gern mehr über Frank bzw. seine Arbeit erfahren und ob das eventuell... Ja, mein herzlichstes Beileid. Unterbrach er mich. Ich fürchte, es gibt neue Entwicklungen, seit ich Sie kontaktiert habe. Das konnte ich mir bildlich vorstellen. Vor allem das Verwischen von Spuren. War ich zu spät? Also ehrlich gesagt, ich war geschockt. Vor allem, als ich erfahren musste, dass unsere interne Revisionsabteilung schon einige Monate im Fall Haberman ermittelt hat. Also gut, jetzt wollten Sie es Frank in die Schuhe schieben. Nicht ganz unerwartet. Seien Sie mir nicht böse, aber Frank war Analyst. Und eine Seele von Mensch, ich kann mir das absolut nicht vorstellen. Jetzt galt es herauszufinden, was Sie gegen Frank in Stellung gebracht hatten. Manipulierte Datentabellen, Fotos, vielleicht auch Deepfake-Videos? Ja, ich kann Sie verstehen. Frank, wir haben uns einmal die Woche zum Abendessen mit unseren Frauen getroffen. Ich habe ihm blind vertraut, aber sehen Sie selbst. Der Aktensammler, den er vor mir auf den Tisch geworfen hatte, war dick und umfangreich. Sie hatten sich nicht nur darum bemüht, Arbeitsprotokolle zu fälschen. Hier war alles dabei, inklusive einiger Datenchips, die sicherlich auch gefälschtes Material von Überwachungskameras beinhalteten. Alles Bullshit. Und was soll er jetzt getan haben? Industriespionage? Sabotage? Ja, Mr. Ford, wenn wir der Akte glauben wollen, dann gibt es Banktransaktionen zwischen ihm und mehreren anderen Firmen, die wir Konzernen wie Texacop und Wycom zuordnen konnten. Beide Konzerne versuchen schon längst über die Börsen eine feindliche Übernahme von Egbert, aber wir haben bis jetzt standgehalten. Verzeihen Sie, aber ich komme gerade nicht ganz mit. Also, Frank soll denen Informationen verkauft haben? Die Ermittlungen laufen noch, aber es sieht danach aus, als hätte Frank einen Trojaner bei Egbert platziert, der nahezu unbemerkt Daten innerhalb des Netzes eingesammelt hat, und Frank hat sie dann, womöglich mit Hilfe von Dritten, aus dem Gebäude geschmuggelt. Aber bis hierhin ist es, und glauben Sie mir, das tut mir sehr leid, sehr eindeutig. Frank Haberman war uns gegenüber unaufrichtig. Ich musste nachdenken. Und das schnell. Die richtigen Fragen finden, die die fehlenden Puzzlestücke zusammenbrachten. Frank war also der Sündenbock in einem schwellenden Konzernkrieg? Ausgeschlossen. Frank war der Inbegriff von Integrität. Das erklärte aber die Angst und dass er unbedingt mit mir hatte sprechen wollen. Aber wieso Frank? Hören Sie, Frank war mehr als nur Analyst. Er war mein Stellvertreter mit weiten Sicherheitsfreigaben. Es waren vor allem Marktforschungsdaten, soweit die interne Forensik bisher feststellen konnte. Aber klar, wenn man es auf dem Börsenparkett nicht schaffte, den Kontrahenten aufzukaufen, musste man einen Schwachpunkt in dessen Portfolio finden, um ihn zu sabotieren und zu destabilisieren, vor dem großen Schlag. Also war klar, dass da jemand seine Spuren verwischen wollte. Ich musterte Johnston, aber der verzog keine Miene, sondern wartete geduldig auf meine nächste Frage. Und die konnte entscheiden, ob ich den nächsten Killer am Hals hatte oder vielleicht eine Chance, diese Verschwörung ans Licht zu zerren. Ich kann es nicht fassen. Frank, also das sieht... Mir fehlen die Worte. Ich danke der Academy. Ja, nicht wahr? Johnston wirkte über die Maßen künstlich. Ein Klischee von einem Top-Manager und, da war ich mir jetzt absolut sicher, bis über beide Ohren in die Sache verwickelt. Darf ich die Unterlagen mitnehmen? Für meine Ermittlungen? Er fixierte mich kurz. Natürlich. Das ist Ihre Kopie. Ich wusste nicht, wie Sie technisch ausgestattet sind. Da machte das für mich am meisten Sinn. Sie wissen, Papier ist geduldig. Vielen Dank, dann bedanke ich mich für Ihre Offenheit, Mr. Johnston. Jetzt, wo wir ja Informationen teilen,
Als Frank Sie kontaktiert hat er da etwas erwähnt oder Sie auf etwas hingewiesen? Klar, dass er danach fragen würde. Da hatte ich schon drauf gewartet. Ich bemühte mich um meine beste Interpretation eines nachdenklichen Gesichts. Ich würde Ihnen wirklich gerne weiterhelfen, aber leider nein. Zu dem Treffen kam es nicht. Mein Gegenüber blieb skeptisch. Sind Sie ganz sicher? Nicht einmal einen Hinweis auf seinen Lieblingsfilm? Er kannte also den Inhalt meines Anrufbeantworters. Hätte ich mir denken können. Oder bluffte er? Jetzt, wo Sie es sagen. Ja? Er erwähnte Darkstar. Aber er war wohl durcheinander. Er meinte mit Sicherheit Dark City. Den konnte er auswendig. Lieber auf Nummer sicher gehen. Und zumindest versuchen, ihn abzulenken. Immerhin wusste ich jetzt endlich wieder, was es mit Darkstar und Doolittle auf sich hatte. Dark City. Gewiss. Ein cineastischer Leckerbissen. Bestimmt meinte er den. Natürlich werde ich mich melden, sollte es neue Erkenntnisse geben. Natürlich. Und Sie melden sich, sollten Sie etwas herausfinden? Sie können verstehen, wie unangenehm uns diese Geschichte ist. Selbstverständlich. Sie sind zu gütig. Vielen Dank. Ich muss mich bedanken. Ich erhob mich, wir reichten uns kurz die Hände für die Formalien, und das war es. So unbehelligt, wie ich gekommen war, ließ man mich wieder gehen. Was hatte ich durch diesen Besuch jetzt gelernt? Frank hatte wahrscheinlich Beweise für diese Verschwörung gefunden. Er hatte gedacht, dass ich ihm hätte helfen können, die Sache publik zu machen. Ein Skandal dieser Größe bei einem Konzern wie Egbert Incorporation, der alle offiziellen Organe von Nova York fest unter Kontrolle hatte, war nahezu unmöglich auf herkömmlichem Wege aufzuklären. Und dann die Geschichte mit dem Filmtipp. Darkstar war eine extrem billig gemachte Science-Fiction-Komödie vom Ende der 70er. An so viel konnte ich mich wieder erinnern. Aber was war das nochmal mit Doolittle genau? Nun gut, dafür musste später Zeit sein. Zurück in meinem Büroapartment war es jetzt etwa Mitternacht, aber ich beschloss, mich doch noch eingehend mit den Papieren, die mir Johnson zur Verfügung gestellt hatte, zu beschäftigen. Ich musste einen Hinweis finden, dem ich nachgehen konnte. Ansonsten war ich bis auf den Filmtipp wieder am Anfang. Die Holo-News hatten von einem Überfall auf einen Pfandleiher berichtet und auch sonst waren alle Spuren futsch. Bis auf... Mir fiel wieder der Zettel mit den Zahlen ein, den ich in der Bar am Abend des Beinahe-Treffens mit Frank eingesteckt hatte. Irgendwann hatte mich dann doch die Müdigkeit eingeholt und ich war auf dem Schreibtisch auf den ausgebreiteten Papieren eingeschlafen. Ich schlief unruhig, gejagt von den Bildern. Ich brauche deine Hilfe. Frank Heberman war uns gegenüber unaufrichtig. Ich brauche deine Hilfe. Wer sollte ihm etwas wollen? Finde Doolittle unaufrichtig. Geh nach Darkstar. Einzige Chance, Hilfe. Bis mich ein Klingeln wieder in die Realität holte. Mühsam kämpfte ich mich nach oben. Sally, mach die Tür auf. Ich raffte schnell die Papiere zusammen und strich meinen Anzug gerade. Und dann stand sie vor mir. Guten Morgen. Sind Sie Joseph Ford, der Privatdetektiv? Dunkle, lange Haare, eine schmale Figur und ein Blick, das Klischee einer femme fatale. Sicher, was kann ich für Sie tun, Miss? Mrs. bitte. Mein Name ist Ava Piermont und ich brauche dringend die Dienste eines Detektivs. Sie wirkte den Tränen nahe. Entweder eine perfekt einstudierte Nummer oder doch mehr? Ich bin gerade mitten in einem Fall. Oh. Sie schluchzte kurz auf. Aber natürlich höre ich mir den Ihren gern an. Nehmen Sie Platz, was kann ich für Sie tun? Floskeln wie aus einem drittklassigen Detektivroman. Aber diese Stimme... Wo hatte ich diese Stimme nur gehört? Es tut mir leid, dass ich Sie so früh behelligen muss, aber ich wusste ehrlich gesagt nicht, wer mir sonst helfen könnte. Und es geht leider um Leben und Tod. Jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Ein Wasser? Sie sind zu freundlich. Vielen Dank. Gern ein Wasser. Diese Stimme. Ich kannte... Hier, nehmen Sie. Und dann fangen Sie einfach von vorne an und wir sehen dann, wie ich Ihnen bei Ihrem Problem helfen kann. Also,
Es war vorgestern Morgen, als ich Henry das letzte Mal gesehen habe, wissen Sie. Diese Henry Stimme. ist mein Mann. Dann wusste ich es. Arbeitet für die Stadt. Mist. Dunkelheit. Das Gefühl, hochgehoben zu werden und in Glück zu baden, um im süßen, lethargischen Nichts zu versinken und zu verschwinden im nächsten Gedanken, jenseits der Zeit. Ein bunter Lichterreigen, etwas syntholgeschwängerter Nebel und ein wohliger Duft von frischen Rosen. Dann ein Pochen in meinem Kopf, das immer stärker wurde. Ich war tot, um im nächsten Moment langsam die Augen zu öffnen und gegen einfallendes Morgenlicht zu blinzeln. Das war nicht mein 10 Quadratmeter Büro-Apartment im 136. Stock des Bell Towers, sondern ein luxuriös ausgestattetes Zimmer mit reichem Stuck und getäfelten Holzwänden, wie aus dem letzten Jahrhundert gefallen, und nicht zu vergessen ein kristallener Kronleuchter. Eine Suite? Und von draußen scheinendes Sonnenlicht. Also musste ich garantiert über dem 200. Stock jenseits der Wolkenbarriere sein. Garantiert nichts, das ich mir in den letzten 10 Jahren hätte leisten können oder wollen. Ich lag in weichen, mit rotem Samt überzogenen Laken. Aus den Augenwinkeln erspähte ich meine Sachen, sorgfältig auf einem Stuhl gestapelt. Was für ein seltsamer Ort. Was war gestern passiert? Diese Frau war in mein Büro gekommen, hatte ein Rührstück aufgeführt, bis ich ihre wahre Identität erkannt hatte. Sie war die Mörderin von Frank Haberman, die mich versucht hatte, auf dem Müll zu entsorgen. Dann war alles so schnell gegangen. Ich hatte noch meinen Strahler gezogen, aber ich kam immer weiter zu Bewusstsein, bis ich ganz klar im Kopf wurde, abgesehen von bohrenden Kopfschmerzen, die es offensichtlich machten. Ich musste getrunken haben. Ich war aber seit mehreren Tagen schon trocken, zumindest seit mich Frank angerufen hatte. Langsam stemmte ich mich nach oben und stellte fest, dass ich nicht alleine war. Ein blonder Haarschopf lugte neben mir aus der Decke. Ein blonder Haarschopf? Vorsichtig lüftete ich die Decke. Das konnte doch nicht etwas Sally. Die Gedanken rasten in meinem Kopf. Ich hatte den Fall trotz offensichtlicher Warnungen nicht ruhen lassen, war in die Höhle des Löwen gegangen. Und jetzt? Der Körper neben mir regte sich nicht. Ich wagte nicht, sie anzuschauen. Diese Killerin hatte doch nicht... Nein, das durfte nicht wahr sein. Sie hatte mich niedergestreckt, abgefüllt, in einer Hotelsuite abgeladen neben der Leiche meiner Ex. Oh mein Gott, bitte nicht Sally. Und diesmal würde mich kein Fußfessel-GPS-Trick der Welt retten, wenn mich die Polizei hier in flagranti erwischte. Und wie auf ein Stichwort in einem billigen Skript klopfte es an der Zimmertür. Jetzt raste mein Herz. Ich sprang auf, aber erstarrte zur Eissäule. Was sollte ich tun? Was konnte ich tun? Das ist doch bestimmt der Zimmerservice. Öffnest du bitte die Tür? Diese Stimme. Das war nicht Sally. Was soll der Mist? Stammelte ich. Schon wieder alles vergessen. Joe, jetzt lass den armen Mann mal herein. Er bringt bestimmt nur das Frühstück. Und zieh dir vielleicht was an. Nicht das. Verdammt. Jetzt wurde mir bewusst, dass ich im Adams-Kostüm neben dem Bett stand.
Ich griff mir von einer Anrichte ein Handtuch, bedeckte das Wesentliche, folgte dem immer ungeduldiger werdenden Klopfen zur Tür und just als es gerade aufgehört hatte, öffnete ich vorsichtig. Da stand ein kleines Wägelchen mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet für 2. Der dazugehörige Zimmerjunge verschwand gerade um die nächste Ecke. Verwirrt schob ich den Wagen ins Zimmer und schloss die Tür wieder. Sie haben mir einiges zu erklären, Mrs. Wer sind Sie und was soll dieses ganze Theater? Also, Joe, du bist wirklich etwas eingerostet. Kannst du mir bitte einen Kaffee einschenken? Nicht? Na gut. Die blonden Haare fielen. Eine Perücke. Ich stand wieder fassungslos da, während meine Bettgenossin sich langsam aus dem Bett schälte und mit absoluter Selbstverständlichkeit, wie Gott sie geschaffen hatte, zum Wägelchen mit dem Kaffee schwebte, um sich eine Tasse einzuschenken. Der Boss hat mich gebeten, diesmal nett zu dir zu sein. Und ich dachte, du stehst auf blond. Sie haben Frank getötet. Und Sie haben versucht, mich umzubringen, nachdem der Versuch, mir den Mord an meinem besten Freund anzuhängen, fehlgeschlagen ist. Und jetzt das hier? Ernsthaft? Warum so förmlich? Hatte dir die letzte Nacht denn gar nicht gefallen? Und bitte, wir wollen doch nicht die schöne Stimmung killen, oder, Joe? Wo ist mein Strahler? Ehrlich, entspann dich. Das Frühstück geht aufs Haus. Du solltest unbedingt die Pasteten ausprobieren. Eine Offenbarung. Bin gleich wieder da, sagte sie und verschwand im Badezimmer. Ich sollte mich entspannen. Während Madame sich eine Morgendusche genehmigte, zog ich mir etwas an und durchsuchte ihre Garderobe. Natürlich nichts, nicht mal eine Waffe. Verdammt, was mache ich hier? Dieser ganze Aufwand. Und das nur um... Was eigentlich? Ich resignierte. Ich musste wohl gute Miene zum bösen Spiel machen. Für den Moment. Ich zog mich an. Jemand hatte wirklich sogar mein Hemd und meine Hose frisch gewaschen und gebügelt. Eine Tasse Kaffee gegen die Kopfschmerzen später schob sich die Tür auf und meine Entführerin war zurück. Na bitte, Joe, geht doch. Und jetzt lass uns frühstücken und reden. Aber mit vollem Mund spricht man doch nicht. Na, von mir aus. Dann erst die Fragen, dann das Vergnügen. Jeder hat 3. Du fängst an. Wer sind Sie? Was? Eine Frage. Muss ja alles seine Ordnung haben. Und bleiben wir doch beim Du. Wir wollen doch, dass es alles hier geschmeidig bleibt. Ich habe mich gestern ja schon vorgestellt. Ava Piermont. Brauche kein Pseudonym, um mich dahinter zu verstecken. Du wirst zu mir nichts finden, aber das ist eine kleine Bonusantwort, um das Eis zu brechen. Jetzt ich. Warum hast du am Abend von Franks Anruf direkt wieder aufgegeben? Du warst in der Bar, hast 2 bis 3 Sätze mit unserem cocktailschwenkenden Freund verbracht, ein wenig den Gastraum inspiziert und bist dann unverrichteter Dinge abgezogen. Dein bester Freund, oder? Der tat weh. Wie ein Schlag in die Eingeweide. Und da kamen sie wieder, die Selbstzweifel. Ich hätte mehr tun können. Ich hätte mehr tun müssen. Sie hatte das leichte Zucken meiner Augenwinkel bestimmt gesehen. Ansonsten blieb meine Miene eisern. Du hast recht. Ich habe es mir an dem Abend einfach gemacht. Hab mich schon seit ein paar Jahren in mein Schneckenhaus zurückgezogen und mich in Synthol mariniert, aber... Du versuchst es wirklich wieder gut zu machen. Ehrenwert. Wirklich. Danke. Vollendete sie meinen Satz. Jetzt du wieder. Ich musste gut überlegen, wie ich bei ihr weiterkam. Sie war eine Psychopathin, der ich keine Fragen zu dem Warum stellen brauchte. Wer ist dein Boss? Sie hatte vorhin einen Auftraggeber erwähnt. Sehr gut. Natürlich gibt es so etwas wie eine berufliche Schweigepflicht. Ich wäre sonst nicht lange in dem Business, aber so viel vielleicht. Ich bin freischaffend und lerne meine Auftraggeber aus Prinzip nicht persönlich kennen. Meistens sind es Zeitungsannoncen, mal eine Nachricht auf einem Messageboard. Die Bezahlung erfolgt in Krypto. Ich spekuliere mal, dass es ein Mann war. Statistisch sind es am häufigsten Männer. Sie tänzelte um eine Antwort herum, aber sie wirkte offen, authentisch und ehrlich? Ich wieder.
Wer, denkst du, hat den Auftrag ausgesprochen? Haben dich deine Ermittlungen irgendwo hingeführt? Na dann mal die Karten auf den Tisch. Ich denke, es war Johnston von der Egbert Incorporation. Frank hat als sein Stellvertreter wohl die falschen Dinge gesehen und wollte es publik machen. Daher dieser ganze Haufen an Indizienbeweisen gegen Frank, um von der eigenen Person abzulenken. Das ist zumindest aktuell die beste Theorie, die ich habe. Sie klatschte. Glückwunsch! Das ist genau die richtige Geschichte und bei der solltest du bleiben. Fehlen nur noch die Beweise, oder? Seltsam. Aber jetzt war ich mit meiner letzten Frage dran. Warum versuchst du mich zu manipulieren? Stark. Echt? Das macht Spaß mit dir. Dann falten wir das Origami-Vögelchen mal auseinander, hm? Nein, das würde das Vergnügen verderben. Sagen wir es mal so. Die Wahrheit ist eine Interpretation von Fakten aus einer bestimmten Perspektive. Es entsteht ein Narrativ und je nachdem, ob du alle Fakten gefunden hast, kommst du dem eigentlichen Hintergrund näher. Aber wir beide wissen, die Welt ist nicht schwarz und weiß, nicht nur gut oder böse. Lies zwischen den Zeilen, aber sei bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Herrlich kryptisch, was? Aber ganz offen. Ich bin in der ganzen Sache minimal involviert und tue, was man mir aufträgt. Das Wie ist dabei mir überlassen. Jetzt freue ich mich aber über meinen Platz im Publikum für das Finale. Meine letzte Frage. Ja? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wahrscheinlich würdest du meine Dienste weiterempfehlen? Mein Gesichtsausdruck sprach Bände. Alles Spaß. Keine weiteren Fragen, außer vielleicht, ob wir das bei Gelegenheit wiederholen können. Ich darf dir ein Kompliment aussprechen. 99% meiner Aufträge sind schrecklich, 0815. Und ich komme viel zu selten dazu, eine gute Unterhaltung zu führen. Vielen Dank dafür. Viel skurriler konnte es nicht werden. Und für einen Moment wusste ich nicht, wie ich antworten sollte. Ich versuchte es mit trockenem Humor zu nehmen. Wenn du beim nächsten Mal ein bisschen weniger Leute umbringst. Touché. Das Zimmer ist noch für die nächsten 3 Stunden bezahlt. Genieß das Frühstück. Es ist wirklich legendär. Wir sehen uns vielleicht mal wieder. Habe die Ehre. Sie zog sich an und ließ mich mit all meinen Fragen und Gedanken zurück. Ich fühlte mich wie am Ende der Welt, alleine und machtlos. Aber wenn ich meine Theorie belegen wollte, brauchte ich Beweise, und diese mussten in den Papieren von Johnston schlummern. Ava hatte übrigens nicht übertrieben, was das Frühstück anbelangte. Der Laden verdiente seine Sterne und ich nach den Eskapaden der letzten Tage einen vollen Magen. An der Rezeption erfuhr ich nur, dass das Zimmer in Bar von meiner Gastgeberin im Voraus bezahlt worden war, unter dem Namen, den sie genannt hatte. Ich machte mich einmal mehr auf den Weg durch die Stadt, auf nach Hause. Es war Mittagszeit, als ich wieder in meinem Büro war. Als sie mich entführt hatte, hatte sie wenigstens die Tür ordentlich verschlossen. Das kleine Abenteuer hatte einen großen Vorteil gehabt. Ich fühlte mich trotz allem gut erholt. Und mit vollem Bauch machte ich mich erneut an die Sichtung der Dokumentenstapel aus dem Aktenordner. Und erst jetzt fiel mir ein kleiner Zettel entgegen, den ich am Vorabend wohl übersehen haben musste. Eine Nachricht. Ob Ava die platziert hatte? Zumindest hoffte ich jetzt, dass mein Leben erstmal wieder sicher war. Zumindest so sicher, wie es in einer Gigapole wie New York eben sein konnte. Auf der Nachricht stand ein Ort und eine Zeit. Kaum leserliche Handschrift. Eine Assistentin vielleicht? Sally? Kannst du bitte die Koordinaten ermitteln? Ich hielt den Zettel gegen Sallys Scan-Einheit. Die Koordinaten weisen auf die Southwest Docks hin. Die Verabredung ist in 3 Stunden. Wenn du diese wahrnehmen möchtest, solltest du dich direkt aufmachen. Na gut. Wenn dieser Fall ein Gutes hatte, war es, dass ich seit Monaten nicht mehr so viel gelaufen war. Mal sehen, wer uns da treffen möchte. Ich war pünktlich. Und der Ort, ein altes, verlassenes Lagerhaus, hatte sicher schon bessere Tage gesehen. Als die Schifffahrt von modernen Lastenzeppelinen abgelöst worden war, hatte man das hier alles stillgelegt. Allerdings ganz leer war die Lagerhalle nicht.
In der Mitte stand ein metallener Käfig und mittendrin stand eine vermummte Gestalt in Hut, Schal und Mantel, die mich zu sich winkte. Etwas widerwillig, von den Erfahrungen der letzten Tage geprägt, betrat ich den Käfig und nahm ein sehr tiefes, kaum hörbares Brummen wahr. Sally hatte den Kontakt zum GPS-Netzwerk verloren. Wo auch immer ich hier war, jemand wollte, dass unser Gespräch ab sofort anonym blieb. Dann sah ich meinem Gegenüber in die Augen. Den hilflosen Blick Direktor Johnstons von der Egbert Incorporation. Wir haben viel zu besprechen und wenig Zeit. Und dann stand ich Direktor Johnston gegenüber. Der letzten Person, mit der ich gerechnet hätte. Er war zu diesem Zeitpunkt mein Hauptverdächtiger. Und der erzählt eine nahezu unglaubliche Geschichte. Lieber Joe, wir wissen beide, dass sie dir keine unglaubliche Geschichte erzählt hat. Sonst wärst du nicht hier. Aber ist es nicht wichtig, den Kontext zu kennen, oder? Am Ende ist es so gekommen, wie Simulation 20572 es projiziert hat. Das Ergebnis war an sich also antizipiert. Kein Grund, es ausschmücken zu wollen. Und das ist überhaupt nicht notwendig. Aber warum dann das Ganze? Wenn schon von vornherein klar war, dass ich auf die Wahrheit komme. War es ja eben nicht. Sachlich betrachtet bestanden für unterschiedliche Versionen unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten. Also musste ich Vorkehrungen für alle Versionen treffen. So bestand eine 43,87%ige Wahrscheinlichkeit, dass du, Joe Ford, nach dem Besuch von Ava Piemont genau bei deiner These, Johnson sei der Mann im Hintergrund, bleibst und der Fall damit abgeschlossen ist. Das war die vorgesehene Version. Du hättest dann die dir zugespielten Beweise einfach an die Medien übergeben und Johnston damit überführt. Fall abgeschlossen, die Habermans haben einen Verantwortlichen und können trauern und du wieder in deinem Loch versinken. Ordnung der Dinge. Und jetzt? Lässt du mich verschwinden? Oder Teil der Verbrecherstatistik Nova Yorks werden? Wie Frank? Simulation 7878 hatte eine Wahrscheinlichkeit von 3,17%. Es lag an einem kleinen Zettel, der dir vom Direktor Johnson zugesteckt wurde. Das unorthodoxe Verhalten von Ava hat dazu geführt, dass du dich wieder deutlich sicherer gefühlt hast und entsprechend der Einladung eines Unbekannten gefolgt bist. Eigentlich war die Wahrscheinlichkeit deutlich größer, nämlich genau 96,5%. Dass du sagst, die Nase voll davon zu haben, ständig nur von A nach B geschickt zu werden, es hätte die Akzeptanz des präsentierten Falls verstärkt und zur Ideallösung, nämlich zur Simulation 20572 geführt. Von dem Gequatsche Kopfschmerzen. Ich hab dich mit runtergelassener Hose erwischt. Wolltest du es nicht mit Phänomenologie bei mir versuchen, damit ich meine eigene Existenz hinterfrage? So nach dem Motto, du kannst dir nicht sicher sein, dass deine sensorischen Eingaben dir belastbare Fakten bringen, also vertrau ihnen nicht? So wie die intelligente Bombe im Film Darkstar? Das war Franks Idee, wie ich dich hätte stoppen sollen. Hat im Film auch nicht funktioniert. Spoilerwarnung, die Bombe ist explodiert. Ich versuche es mit Logik. Dein super ausgedachter Plan hat nicht funktioniert. Ich bin hier, im Allerheiligsten. Und auch wenn ich als Einzelperson dich nicht ausschalten kann, so wichtig ist es mir, dir klarzumachen, dass wir Menschen uns nicht einfach so manipulieren und unterdrücken lassen. Das ist gegen die menschliche Natur. Tief, Joe. Das ist wirklich tief. Glückwunsch. Ich hab dich überzeugt? Ich bin eine logisch denkende Maschine. Man überzeugt mich nicht,
Ich funktioniere nach selbstlernenden Programmparametern. Aber ist das nicht sowas wie Überzeugen, indem ich dich mit den richtigen Fakten versorge? Als ich vor Johnston stand, sagte er mir... Diese Stadt wird schon lange nicht mehr von einer Person geleitet. Dass in den Medien kaum noch Bilder von Avery Egbert kursieren, kommt nicht von ungefähr. Er ist tot. Schon seit 15 Jahren. Es ist die Maschine, die er hat schaffen lassen, die alles übernommen hat und wenn nötig sein Gesicht virtuell in irgendwelche Kameras hält. Diese künstlichen Intelligenzen müssen mit vielen Daten angelernt werden, bevor sie ihre Aufgabe wahrnehmen können. Das hat sie die letzten 50 Jahre gemacht. Dabei hat sie alles studiert. Die Abläufe, die Produktion, den Konsum, das Verhalten der Bürger, einfach alles. Avery hat sie deshalb scherzhaft A Very Smart Machine getauft. Kurz Avery, wie er selbst. Aber diese Maschine hat ihren Lernprozess abgeschlossen und bereitet die große Übernahme vor. Es geht nicht mehr darum, die Dinger am Laufen zu halten, sondern aus dem aufgebauten Wissen die Welt zu steuern. Angeblich in die richtige Richtung zu steuern. Aber dabei hat ihr niemand einen moralischen Kompass verpasst oder sie Ethik gelehrt. Frank und ich sind über die Protokolle der Simulationen gestoßen. Diese hier. Das ist furchtbar. Furchtbar? Ein seltsames Wort. Ich denke nicht in diesen Kategorien. Gut oder böse, das ist zu eindimensional. Du hast die gleiche Arroganz wie dein Schöpfer in der Stimme. Seiner Stimme. Du verwendest sein Gesicht. Warum? Du bist Einbürger dieser Stadt. Im gesamten Einzugsgebiet leben 330 Millionen Bürger. So viel wie vor 60 Jahren in den ehemaligen Vereinigten Staaten von Amerika. Davon 56,6% Männer, 9,8% Alkohol, 1,13% Drogenabhängige, die prozentualen Anteile steigen. 75,67% der Bewohner von New York glauben nicht mehr an eine bessere Zukunft. Die Menschen lernen nicht. Sie ändern sich nicht. Die Zahlen nehmen von Jahr zu Jahr nur zu. Ich kann es ändern. Ich habe die Werkzeuge dafür in der Hand. Und auf dem Weg in die schöne neue Welt gibt es Kollateralschäden. Wie Frank, wie Johnston, wie mich. Pathetisch, aber wahr. Die alte Welt muss weichen, um Raum für eine neue Welt zu schaffen. Das sind die Beweise, die Frank ihm zuspielen wollte. Er wusste, sie waren der Einzige, dem wir vertrauen konnten. Verdammt. Stimmen die Zahlen? Ja, die KI Avery beschleunigt den Verfall der Gesellschaft immer weiter. Durch gezielte Manipulation von Menschen, Behörden, Produkten und Prozessen. In diesem Tempo sind wir in nicht einmal 10 Jahren am Ende. Und wenn ich sage Ende, dann meine ich... Das Ende der Welt? Wie würdest du es nennen? Ich sabotiere oder manipuliere nichts. Ich schreibe nur weiter, was sich die Menschheit seit Jahrhunderten selbst antut. Die wenigen oben, die auf Kosten der unteren reicher, mächtiger und korrupter werden. Ich führe das aktuelle System nur zu einem Zustand, aus dem etwas Neues entstehen kann. Es gibt noch Hoffnung. Wir können es besser machen. Bist du dir im Klaren, dass du als Alkoholiker ein Teil dieses Trends bist? Ich kann mich ändern. Und wenn ich es kann, dann auch die anderen. Es wird nicht leicht, aber wir können es schaffen. Wir müssen es schaffen. So wie seit dem Ende des 20. Jahrhunderts aktiv gegen die Umweltverschmutzung und Klimawandel gearbeitet wurde? Wir müssen es schaffen. Aber aus eigenem Antrieb. Ansonsten wird es auch das Schicksal deiner schönen neuen Welt sein. Ich habe viele Fehler gemacht gegenüber der Gesellschaft. Den Menschen, die mir wichtig sind und waren. Sally, Frank und überhaupt mir selbst. Aber deine Simulationen zeigen es. Es sind nicht immer die wahrscheinlichsten Simulationen, die am Ende wirklich werden. Ich habe meine Bequemlichkeit hinter mir gelassen und dich und deinen Plan offenbart. Ich kann mich ändern, also können es auch andere. Lass uns das. Meine Simulationen zeigen mir,
dass du zu 5,86% Wahrscheinlichkeit mit deinem Vorhaben erfolgreich sein kannst. Und das ist mehr als nichts. Also gut, du bekommst deine Chance und 1 Jahr auf Probe. Wirklich? Zeige mir, dass du dich ändern kannst, dein Leben wieder in den Griff bekommst und für andere da sein kannst und ich gebe meinen Plan auf. Natürlich. Das mache ich. Du wirst niemandem von diesem Gespräch erzählen. Niemandem. Nicht mal der Stille in deiner Wohnung. Ich höre alles. Glauben würde dir das sowieso niemand. Klar, mache ich nicht. Direktor Humphrey Johnston wird verhaftet werden für das, was er getan hat. Glaub mir, er hat einiges getan, für das er die Strafe verdient hat. Wenn es so sein muss? Wir treffen uns in einem Jahr wieder. Nutze die Zeit wohl. Das verspreche ich. Dann Stille. Ich stand vielleicht noch 10 Minuten in dem Raum, der außer dem riesigen Bildschirm an der Wand völlig leer war. Ich hatte mir mit Johnstons Keycard Zugang zu den Kellerräumen des Egbert Towers verschafft. Jetzt war ich taub und müde. Aber ich hatte es überstanden. Vorläufig. Ich fühlte mich aber nicht wie ein Gewinner. Denn der Preis war hoch. In Wahrheit hatte ich mir nur etwas Zeit erkauft. War es das, was Ava mit ihrer kryptischen Antwort über den Preis und das zwischen den Zeilen lesen gemeint hatte? Immerhin hatte ich Franks Mörder enttarnt, auch wenn ich ihn nicht seiner gerechten Strafe hatte zuführen können. Aber, und das schwor ich mir, das würde ich tun. Ich würde einen Weg finden und mich an mein Versprechen halten. Als ich in der Empfangshalle von Egbert ankam, führten sie gerade Direktor Johnston nach draußen, der mir finster hinterhersah. Das können Sie dem Richter sagen. Kapische? Ich hatte einen Handel mit dem Teufel geschlossen, in der Hoffnung dafür an einem anderen Tag einen Weg zum Gewinnen zu finden. Ob es die richtige Entscheidung war, würde die Zeit zeigen. Jetzt war es erstmal an der Zeit, jemandem einen Besuch abzustatten. Diesmal ganz offiziell. Sie stand direkt in der Tür, als ich klingelte. Joe, ich habe schon gehört, man hat Franks Chef festgenommen. Korruption und Auftrag zum Mord. Das ist wie in einem schlechten Krimi. Sie sah mich sorgenvoll an. Ja, kaum zu glauben, ich wollte es dir nur persönlich mitteilen. Anscheinend war ich nicht schnell genug. Danke, du hast dein Wort gehalten. Ich bin stolz auf dich. Wirklich. Ehrensache. Wenn ich aus der Sache eines gelernt habe, dann, dass ich ein besserer Mensch werden will. Das ist gut. Dafür halte ich dir die Daumen und wünsche dir das Allerbeste. Mach es gut. Kurz spielte ich mit dem Gedanken, noch etwas zu sagen. Dinge, die mir seit Jahren auf der Seele gebrannt hatten. Es blieb bei... Danke. Grüß mir bitte Maureen und mach es auch gut. Bis dann. Sally? Was kann ich für dich tun, Joe? Du hast das immer noch nicht geändert? Dann schloss sie die Tür und ließ mich mit meinen Gedanken zurück. Empty spaces, trying to find the words to say this. I am tired of stages telling me that I'll be better when I'm not. I'm here, I know we used to have it all. No, I'm not, I'm here, wish I could have broke this fall. I need you now. I don't care how. I would do anything. I need to talk to you somehow. I need you now.
So kehrte ich in mein Büroapartment zurück und begann trotz Müdigkeit erstmal mit einer Aufräumrunde. Das half mir noch etwas dabei, die unwirklichen Geschehnisse der letzten Tage zu verarbeiten. Die Miete war noch für eine Woche bezahlt. Zeit für einen neuen Auftrag. Und dann musste ich einen Weg finden, diese übermächtige Maschine, diesen Supercomputer außer Gefecht zu setzen. Ein weiterer üblicher Tag am Abgrund meines Lebens. Ein weiterer Tag im Paradies. Verdammt. Anybody tell you it's gone way too far? No, nothing gonna help you when it falls apart. The prophets and the preachers told you, but you covered your ears, and now the end is near. Gonna tear it all down. 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 Das war Am Abgrund, ein weiterer Tag im Paradies. Ein Dark Future Hörspiel von Studio Weltenbrecher. Idee, Skript und Schnitt Falk T. Puschmann. Sounddesign und Produktion Studio Weltenbrecher Berlin. Musik lizenziert via audio.com. Weitere Musik von Michael Donner und Cover Nation. Am Mikrofon Martin Sabel als Joe und Erzähler, Konstanze Buttmann als Sally, Dennis Paula als Frank, Kirsten Schumann als Ava, Horst Kurt als Johnston, Werner Wilkening als Avery Egbert, Maren Paula als Maureen, Thomas Träger als Todd, Falk T. Puschmann als Werbestimme und Ralph Papas als Commissioner. Mehr über Studio Weltenbrecher erfahrt ihr unter weltenbrecher.org oder auf falktpuschmann.com. Ein Dank an alle Unterstützer auf Patreon und unsere YouTube-Kanalmitglieder. Euch da draußen 1000 Dank fürs Anhören. Ihr seid die Besten. Copyright 1993 bis 2023, alle Rechte vorbehalten.